Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Auf Anregung der Zuschauerin Sally Brown zeige ich euch heute diese super zarten Vanillekipferl mit Walnüssen und ohne Ei. Die sind wirklich so weich und zart, dass man sie nicht besser machen kann. Probiert es unbedingt mal aus. Für die Vanillekipferl nehme ich 120 Gramm Walnusskerne und male sie in meinem Multizerkleinerer möglichst fein. Diejenigen, die sich für diese Küchenmaschine und andere Produkte, die ich in meinen Videos benutze, interessieren, finden den jeweiligen Link unten in der Videobeschreibung. Zu den gemahlenen Walnüssen gebe ich nun 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz und das Mark einer halben Vanilleschote. Statt Vanillemark könnt ihr aber auch Vanillin oder Vanillezucker oder auch Vanilleextrakt benutzen. Die trockenen Zutaten mische ich jetzt kurz durch und dann gebe ich die kalte, in Würfel geschnittene Butter hinzu und hacke die Zutaten, bis ein sandiger Teig entsteht. Da ich es hier etwas eilig hatte, habe ich den Teig sofort weiterverarbeitet. Allerdings empfehle ich euch, ihn kurz mit den Händen durchzukneten und anschließend noch eine Stunde zu kühlen. Denn sonst gehen die Vanillekipferl, wie ihr später noch sehen werdet, beim Backen sehr in die Breite. Aus einem Teil des Teiges habe ich Kipferl geformt. Für diejenigen, die meine früheren Videos noch nicht kennen, zeige ich hier noch mal kurz, wie ihr die Vanillekipferl formen könnt. Welche Methode ihr auch immer wählt, bleibt natürlich euch überlassen. Am einfachsten funktioniert das Vanillekipferlformen jedenfalls, wenn der Teig kalt ist. Und wenn ihr keine Lust auf das aufwendige Formen oder nur wenig Zeit habt, dann könnt ihr entweder Kugeln aus dem Teig formen oder wie hier etwa daumendicke Stränge machen und diese in 3 bis 4 cm Abschnitte teilen. Das geht auf jeden Fall deutlich schneller und schmecken tun sie genauso gut. Da die Plätzchen beim Backen stark aufgehen, solltet ihr sie etwas weiter auseinanderlegen, als ich es hier getan habe. Vor dem Backen stelle ich die Plätzchen in den Kühlschrank und heize den Backofen auf 190 Grad Ober-Unterhitze vor. Zum Bestreuen der Vanillekipferl nehme ich etwas Puderzucker und zum Wälzen Kristallzucker. Diese mische ich mit dem restlichen Vanillemark. Wer möchte, kann stattdessen aber auch Vanille oder auch Vanillinzucker verwenden.
Die Vanillekipferl habe ich hier etwa 10 Minuten gebacken. Das war aber, wie ihr gleich sehen könnt, etwas zu lang. Da die genaue Backzeit sowohl von eurem Backofen als auch von der Größe der Plätzchen abhängt, empfehle ich euch, Plätzchen grundsätzlich immer im Blick zu behalten und spätestens dann aus dem Ofen zu nehmen, wenn sie beginnen, Farbe zu bekommen. Direkt nach dem Backen sind die Vanillekipferl noch sehr weich und zerbrechlich, sie werden beim Abkühlen aber noch fester. Wenn die Kekse soweit abgekühlt und fester geworden sind, dass man sie ohne zu zerbrechen anheben kann, könnt ihr sie ganz nach Belieben im vorbereiteten Zucker wälzen. Da Puderzucker auf warmen Plätzchen schmilzt und später klebrig wird, mache ich das so, dass ich die Kipferl erst mit Puderzucker bestreue, wenn sie vollständig abgekühlt sind. Aber das könnt ihr natürlich ganz so machen, wie ihr es am liebsten mögt. Nachdem die Vanillekipferl vollständig abgekühlt sind, könnt ihr sie in Blechdosen etwa 4 bis 5 Wochen aufbewahren. Und wenn ihr nicht alle sofort wegnascht, dann eignen sie sich perfekt als kleine Aufmerksamkeit, denn Vanillekipferl mag wirklich fast jeder. Ich hoffe, auch dieses Rezept hat euch gefallen. Weitere leckere Rezepte von mir seht ihr, wenn ihr rechts auf die eingeblendeten Videos klickt. Wenn euch mein Kanal gefällt und ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und auch das Glöckchen aktiviert, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!